Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Vielleicht ist dir das schon mal passiert, du hast dich aus dem Typo 3 Backend ausgesperrt, weil du entweder das Passwort vergessen hast oder weil du deine Passwortmanager-App gewechselt hast, irgendwelche Daten verloren gegangen sind, was auch immer. Und in Typo 3 12 und 11 gibt es ja dieses sogenannte Login-Rate-Limit. Das heißt, nach einer gewissen Anzahl an Anmeldeversuchen, fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen, kommst du erstmal für eine gewisse Zeit gar nicht mehr ins Backend. Und wie man das umgehen kann, wenn man Administrator ist und Zugriff auf den Server hat, das zeige ich dir mal in diesem Video. Okay, das Problem ist halt, selbst wenn ich jetzt Administrator bin, aber aus irgendeinem Grund mein Passwort nicht mehr weiß oder es verloren habe, wie auch immer, auch dann kann ich in dieses Login-Rate-Limit reinlaufen. Das heißt, nach standardmäßig 5 fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen bin ich erstmal für eine Viertelstunde gesperrt. Und wenn man jetzt meint, okay, dann ja, lösche ich halt alle Cookies oder so, dann bringt das natürlich auch nichts. Es gibt natürlich mehrere Methoden, das zu umgehen. Du kannst auch, wenn du ein VPN nutzt, deine IP-Adresse mal wechseln. Das würde dann auch funktionieren. Aber nicht jeder hat jetzt spontan ein VPN zur Verfügung. Deshalb zeige ich dir mal einen anderen Weg. Jetzt gehen wir mal direkt auf meinen Bildschirm und ich simuliere das einfach mal hier. Ich werde mich jetzt hier einfach mal ein paar Mal falsch einloggen, damit wir mal sehen, wie das aussieht. Ich glaube, bei mir ist der Wert auch standardmäßig auf diese 5 Einlog-Versuche beschränkt. Einer müsste noch gehen. So, und dann passiert eben das, genau. Ich werde jetzt gesperrt bis 17:40 Uhr. Das sind sogar nur 10 Minuten bei mir. Das kann man jetzt natürlich noch überbrücken. Da holt man sich einen Kaffee oder macht irgendwas anderes. Und auch nicht wundern, dass es bei mir jetzt hier so aussieht. Mein System läuft jetzt hier im Development-Modus. Deshalb sind solche Meldungen immer ein bisschen aussagekräftiger wie hoffentlich im Live-System. Trotzdem, was können wir jetzt machen, wenn wir kein VPN haben, aber wir Serverzugriff haben, also per FTP oder per SSH? Tatsächlich ist die Lösung, ja, oder sagen wir mal andersrum, die grobe Lösung wäre jetzt, den Cache zu löschen. Das kann ich ja auf mehrere Wege machen. Vielleicht habe ich noch Zugriff aufs Install-Tool, dann wäre das natürlich auch eine Option. Ich könnte mir da auch einen anderen Backend-User anlegen, aber das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das Einfachste ist tatsächlich, wir löschen den Cache. Das kann ich über die Typo 3 Command-Line machen, also das Command-Line-Interface. Da ich jetzt hier mit DDEV arbeite, muss ich das so aufrufen und dann ist der Befehl cache flush. Lassen wir mal ausführen. Und gucken mal, was passiert. Und wenn ich jetzt nochmal ins Backend gehe, ja, wenn ich hier mal richtig wechsle, dann kann ich jetzt das Spiel wieder von vorne starten. Ich werde das auch gerade nochmal machen, denn Cache Flush ist natürlich so eine Sache, das würde ich jetzt nicht unbedingt immer empfehlen, gerade bei größeren Installationen. Dann muss erstmal der Cache wieder neu aufgebaut werden, was natürlich auch so ein Performance-Problemchen sein kann. Also das würde ich nur im Notfall so machen. Es geht aber ein bisschen eleganter. Und zwar, wenn wir nochmal in das Projekt gehen, hier habe ich ja meinen Code, dann sehen wir hier das Verzeichnis var und hier das Unterverzeichnis Cache. Durch dieses Cache Flush haben wir da ja alles gelöscht im Prinzip, aber wir können auch gezielt nur dieses Login-Rate-Limit jetzt hier entfernen quasi. Und zwar hier unter Data gibt es einen Ordner Rate-Limiter. Wenn wir den mal aufklappen, sehen wir hier eine Datei. Das ist eine Binärdatei, die kann man also auch nicht anschauen. Ja, da ist nichts irgendwie im Klartext drin, aber das ist quasi der Verantwortliche dafür, dass ich jetzt hier blockiert bin. Und wenn ich diese Datei lösche einfach, kann ich natürlich auch per FTP machen oder wie auch immer. Und gehe wieder ins Backend, lade hier nochmal neu. Dann kann ich jetzt wieder versuchen, mich einzuloggen. Also das wäre so die bisschen elegantere Methode, wenn alles andere fehlschlägt, wenn ich kein VPN habe, wenn ich den Cache über die Konsole nicht löschen kann, vielleicht auch kein Install-Tool Zugang habe. Aber jetzt weißt du auch, wo wird das Ganze gespeichert. Ne? Die Datei wird hier immer neu angelegt. Eins muss man im Hinterkopf behalten, wenn du mehrere Backend-User hast, die vielleicht auch gesperrt sind aus irgendwelchen Gründen, das wird alles in einer Datei gespeichert. Das heißt, wenn ich die Datei lösche, wäre die Blockierung auch für die anderen User aufgehoben. Beziehungsweise es gilt dann natürlich auch für Leute, die sich von extern vielleicht versuchen einzuloggen, ja, die gar nichts im Backend zu suchen haben. Also das so ein bisschen muss man wissen zumindest, aber das wäre eben die Methode. Jo, das als kleiner Tipp. Wie gesagt, es gibt mehrere Wege, das zu umgehen bei Bedarf, aber
ja, jetzt kennst du die alle, glaube ich, oder die wichtigsten zumindest und bist gerüstet, falls dir mal sowas passiert. Jo, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, die üblichen Sprüche, du kennst das alles und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Mach's gut, bis dann.